Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal habe ich eine Sensation für euch. Ich habe den neuen Brick Parker. Ich sag's euch, ich bin so aufgeregt. Und das Coole an dieser Figur ist, dass sie auch die erste Lego-Figur ist, die sprechen kann. Deswegen fragen wir ihn gleich mal, wie geht's dir denn heute so, Brick Parker? Sehr gut geht's mir und ich freue mich, dass ich in eurer wunderschönen Stadt auch als neue Figur mit auftreten darf. Vielen Dank dafür. Ist das nicht cool? Also, Rita zeigt heute ihre Foto- und Videobearbeitungskünste. Ihr merkt gerade, du filmst auf dem falschen Brick Parker. Du solltest ja eigentlich auf dem richtigen filmen. Ja, so kann es manchmal gehen. Hallo meine Freunde, ja der ein oder andere, der kennt mich sicherlich auch, wenn ich heute auf dem falschen Kanal bin. Ja, live. Auf dem guten Kanal. Genau, auf dem guten Kanal. Also da, wo ich dann auch irgendwann mal hinkommen möchte. Da habe ich noch viel Arbeit vor mir. Ja, und ich dachte, wenn ich schon in Urlaub bin, dann mache ich das halt an einem besonderen Ort, weil wer war schon mal in einer so schönen Stadt? Und ich würde eigentlich gerne noch eine Weile bleiben. Ausnahmsweise darfst du sogar bleiben, weil du uns diese tolle Figur mitgebracht hast. Die freut uns sehr. Wir werden dich übrigens auch wieder zu unserem Studio hinsetzen, wenn es für dich passt. Sehr schön, aber dann müsst ihr auch bald wieder mal anfangen mit Aufnahmen, weil Stimmt, momentan ist es ja, da ist gerade Flaute. Ja. Christoph, was ist da los? Ja, ich glaube, das ist, weil wir so nervös sind. Weißt du, wir kennen dich, man kennt dich nur vom Fernsehen. Nur vom Ein Star und wir haben dich heute beim Allmächtigen hier vor uns stehen. Ja. Und Wir können uns noch das gar freut nicht uns einfach total, dass du den Weg heute zu uns in die Wild City geschafft hast. Für alle, die ihn nicht kennen, er ist einer der größten Wer Legenden. kennt ihn nicht? Brauche ich Aber mir gut. vorstellen. Das ist wie wenn du Michael Jackson vorstellen würdest. Ja, der ist nach Hause geflogen. Du hast jetzt natürlich den direkten Vergleich zwischen den Lego-Städten. Wir wollen jetzt natürlich nicht, dass du sagst, was dir besser gefällt oder was nicht. Aber was ist denn dein genereller Eindruck von dem, was Rita in der letzten Zeit so gebaut hat? Was siehst du denn so, was dir entweder gefällt oder missfällt? Na, also missfallen tut mir hier natürlich überhaupt gar nichts. Und Okay. Ich bin immer noch fasziniert ja von eurem tollen Hochhausprojekt und natürlich von den Präsentationskünsten, natürlich aber auch Filmkünsten deinerseits. Ja, das muss man einfach mal hervorheben, weil in letzter Zeit habe ich das Gefühl, kommst du ein bisschen kurz in der Lego-Stadt hier. Und Rita ist ja mit verschiedensten Formaten hier klar auf dem Vormarsch und ich glaube, da können wir beide nur neidisch auf sie schauen. Nein, also es sind wunderschöne Projekte und naja, man kann schauen und schauen und schauen, man entdeckt immer wieder etwas Neues. Und ich glaube, ich müsste noch irgendwie 2 Tage ranhängen, um hier alles zu entdecken. Selbst das reicht nicht aus. Ja, man kennt's ja selber. Es ist ab einem gewissen Alter, aber selbst bei mir so, dass ich dann halt durch die Stadt gehe und Sachen wieder finde, die ich aufgebaut habe. Deswegen, also es ist schon faszinierend. Ja, und ich muss ja sagen, ich bin ja noch gar nicht lange in dieser Szene aktiv. Jeder, der bei mir auf dem Kanal ist, der weiß das natürlich auch. Wir haben ja trotzdem alle im gleichen Jahr angefangen, wobei ihr seid ja nun schon viele Jahre dabei. Viele Sets, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, sehe ich zum ersten Mal und ich sehe schon wieder, es wird teuer für mich. Ja, weil man hat jetzt erstmal einen Eindruck, wie toll die Sachen wirklich sind, als wenn man sie live sieht und nicht auf den Bildern. Ja, da bin ich jetzt ganz neidisch. Stimmt, ja, das haben wir gerade besprochen, zum Beispiel eben mit dem Quickie-Mart. Ja, man glaubt dann oft, dass Sets kleiner oder größer sind, als sie eigentlich sind, weil sie auf den Bildern anders aussehen. Von dem her, ja, ist es auf jeden Fall immer ganz nett, wenn man das mal anschauen kann. Ganz richtig. Du baust ja auch an deiner eigenen Lego-Stadt. Erzähl uns doch mal kurz, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Was hat dich denn dazu geritten, als Mann im besten Alter mit einer Lego-Stadt zu beginnen? Ja, naja, also Schuld ist eigentlich wie immer, es sind die Frauen. In dem Fall die Kleinsten. Genau. Aber die Kleinste natürlich bei mir in der Familie, weil ich dann irgendwann mit meiner Tochter halt angefangen habe, da kleine Sets wieder zusammenzubauen. Ich glaube, es ging mit Lego Friends los. Das sind ja sehr komplexe Gebilde. Ich kann zwar mit den Figuren nichts anfangen, aber ich habe auch hier schon entdeckt, dass man da durchaus was draus machen kann. Ja, man kann die integrieren, ganz cool. Ja, und so ging das dann los. Und dann so, wie es so im heutigen Zeitalter so ist. Man gibt ja heute so Sachen wie Internet, wo ich bis heute nicht weiß, ob sich das wirklich durchsetzt. Da werden Formate wie YouTube halt ausgestrahlt und dachte, guckst mal rein. Ja, und dann war es so der übliche Weg. Du entdeckst halt eigentlich alles, was Rang und Namen hat. Und auch euch habe ich natürlich relativ schnell am Anfang schon entdeckt, weil ihr wart ja, wo ich angefangen habe, schon über ein halbes Jahr aktiv. Und die Stadtgröße spricht sich natürlich rum. Ja, und da habe ich gesagt,
Also Mensch, ein bisschen erzählen kannst du auch. Zwei linke Hände hast du nicht, also geht eigentlich. Ne? Und meine Tochter hatte dann auch Lust drauf und so haben wir gesagt, fangen wir einfach mal an. Ja, und das ging dann los mit der ersten Version, also die Anfänge meiner Lego-Stadt, die kann man ja noch begutachten auf meinem Kanal. Jetzt sind wir an einer etwas größeren Fläche. Wo es hingeht, keine Ahnung. Hauptsache, wir haben Spaß dabei. Naja, und was ich halt sagen muss, was sich natürlich daraus ergeben hat, was noch viel wichtiger ist als das Lego-Bauen, das sind so eine Verbindung, wie wir sie heute hier eigentlich geschlossen haben. Wir lernen uns online kennen. Man lernt sich schätzen als Städtekollegen und macht dann halt irgendwann tatsächlich mal ein Kennenlernen draus und das ist halt klasse. Das finden wir genauso. Das ist klasse und nämlich auch, dass man anderen Leuten Flausen in den Kopf setzen kann. Denn wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, seiner Kleinsten den Zoo zu zeigen, weil ihr up to date seid bei ihm. Er hat sich ja immer gewehrt, einen Zoo zu bauen, in allen möglichen Formen, das irgendwie ausgewichen. Und was machen wir natürlich? Unser erster Weg führte gleich mal zum Zoo. Ja, also da könnt ihr euch drauf einstellen, wenn ihr den Kanal Brick Parker abonniert habt und gerne einschaltet. Es kommt sehr bald ein Zoo. Super. Vielleicht schon nächste Woche. Da gibt es eine Bedingung, das wird nur gemacht, wenn ihr reichlich Vorschläge habt, wo ich den hinbaue. Da wird es nämlich schwierig. Jetzt bin ich mal auf eure Kreativität und Fantasie gespannt. Da machen wir uns bei deiner Community eigentlich keine Sorgen. Was sind denn sonst so die, abgesehen vom Zoo, die Projekte, die wir so in nächster Zeit so sehen können? Was hast du denn so vor? Ja, es gab ja vor kurzem einen Mock-Contest bei mir auf dem Kanal. Da ging es halt um das Thema Hotel, um das Thema Strand, Strandpromenade. Es wird also eine dritte Überarbeitung meines Strandbereichs geben. Die dritte natürlich in den beiden Städten, der ersten und der zweiten Version, wird es jetzt eine dritte Überarbeitung geben. Ich denke, das wird dann auch erstmal die letzte bleiben, weil die wieder sehr aufwendig ist und in dem Zuge kommt halt auch gleich noch ein großes Hotel mit rein. Der Mock-Contest-Gewinner auch auf dem Kanal zu finden. Da sind wir gerade so ein bisschen in der Abstimmung und Rita und Christoph durften gerade schon mal ein bisschen, nicht in der Abstimmung, also schon in der Abstimmung, wie wir es jetzt endgültig umsetzen, weil das erste war ja ein Entwurf, der zum Gewinn geführt hat und jetzt passen wir es gerade auf die Fläche an. Ja, und Rita und Christoph haben schon einen Blick drauf werfen können. Es wird großartig, wie ein bekannter YouTuber sagen würde. Das wird es aber auf jeden Fall und tatsächlich, ja, und in diesem Bereich werden wir jetzt demnächst angehen. Da werden wir dann anfangen, auch die ersten Sachen zu bauen und wir werden das erste Mal in den Untergrund gehen und das werden wir mit dem Museum machen. Aber auch hier werden wir weit vom normalen Museum abweichen, weil ich da so ein paar Vorstellungen habe und die passen nicht auf den Tisch, deswegen bauen wir die einfach unter den Tisch und werden von oben Zugänge machen. Sie werden halt auch in dem Fall dann, weil es dazugehört, mit einer Tiefgarage arbeiten. Die hat aber auch wieder was mit dem Strandbereich zu tun. Also es wird auf jeden Fall spannend. Also spannend ist da gar kein Ausdruck. Du hast ja auch in der letzten Zeit dein Layout von einem Raum in den anderen verfrachtet. Das war sicher viel Arbeit, aber bietet dir natürlich auch immense Möglichkeiten, mit gewissen Sachen neu zu beginnen, wo du vielleicht nicht ganz so zufrieden warst. Wir haben eine Straßenbahn gesehen, es ist eine Hochbahn im Entstehen, auch eine zweite Ebene, wo, glaube ich, dieses Gangsterviertel hinkommt. Bin ich da richtig? Also, ja, richtig. Es wird da jede Menge sein. Was ist denn eigentlich dein Lieblings-Lego-Set? Gibt es das auch? Also mein Lieblings-Lego-Set momentan aus den aktuellen fällt es eigentlich am einfachsten. Das hat aber auch damit was zu tun, weil in meinen Augen Lego damit mal wieder so ein Zeichen gesetzt hat zu vielen Themen, die in der Vergangenheit da so aufgekommen sind. Das ist die Polizei. Da sind Polizeistationen ein wunderschönes Mock. Also ich finde es sehr, sehr gut. Es gibt eigentlich überhaupt nichts Schlechtes, was ich drüber sagen kann. Preistechnisch ist es super, es ist hervorragend durchdacht. Man kann da wunderschöne Sachen draus bauen. Ich habe das Set bei mir in der Stadt ja auch zu stehen. Dort ein bisschen lediert, ein bisschen zerlegt, weil der Joker da drin das als Hauptquartier sich eingerichtet hat. Da sieht es also ein bisschen wüster aus. Und selbst das war eigentlich relativ einfach möglich, weil das Grundset so viele Möglichkeiten offen lässt. Und spannend ist natürlich das ganze Thema im Gefängnis unter der Liege, wo man dann sein Loch unten drunter hat. Ich habe das auch nochmal erweitert und gleich ein großes Loch in die Platte mit reingenommen. Da werden wir also auch nach unten einen Fluchtweg tatsächlich bauen. Das ist eigentlich so mein aktuelles Lieblingsset. Ja, wobei es gibt halt so viele. Also man kann sich da begeistern. Ich stehe hier ganz neidisch immer noch vor den Emerald Express. Es ist einfach ein gigantisch genialer Zug. Also es bleibt mir fast die Spucke weg. Auch da wusste ich gar nicht, wie groß der eigentlich ist. Und ja, eigentlich würde ich sagen, Mensch, Christoph,
Du hast doch so viel. Wir werden dann deine Hosentaschen Ich kontrollieren. frag den auch nicht. Eine Leibesvisitation beim Rausgehen. Nee, Aber also, es ist am Leib. ja, das ist halt, es gibt einfach so viel. Den Daily Bugle muss ich mir jetzt dann wirklich in Live-Macher anschauen, macht einen sehr guten Eindruck, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, und dann waren es halt so ein paar klassische Gebäude. Mein erstes Gebäude war ja auch das Café Corner. Wo ich gesagt habe, möchte ich unbedingt haben, auch wenn es ja von der Sache her kaum bezahlbar ist, aber auch das habe ich mir dann halt über Einzelteile zusammengekauft. Das ging dann noch, jetzt habe ich es halt da. Also da gibt es eine ganze Menge. Ja, aber es sind halt oftmals kleine Teile, nicht immer ganze Sets, sondern auch manchmal nur kleine Teile, die halt ja für Begeisterung sorgen, woraus Ideen nachher auch entstehen. Ja, also ich glaube, man kann es nicht in einem Video zusammenfassen, was ich alles schön finde. Und frei nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht, baust du ja auch viel selbst. Es wird gemockt, was das Zeugs hält, auch ja mit Meinungen und Vorschlägen von deinen Zusehern, die dir viele Ideen und Vorschläge gebracht haben, glaube ich. Mehr als bei manch anderem Kanal. Ja. Aber das ist auch was Tolles, was wir jetzt neidlos anerkennen müssen, dass du das so stilvoll praktizierst, dass du deine Community immer in dein Stadtprojekt mit einbeziehst. Ich glaube, deine Tochter darf auch ein bisschen was sagen, aber die Zuschauer sind ja auch hochheilig, was sehr gut ist, und wir hoffen, dass das auf jeden Fall so weitergeht. Und dass wir auch nach wie vor noch, jetzt möchte ich auch nochmal, oder möchtest du noch was sagen? Ich möchte auch nur kurz nochmal mit Brick, nein, ich möchte nur mit Brick Parker mal am selben Bild sein. Genau. Liebe Freunde, es geht ums Blenden. Aber es ist tatsächlich echt. Ja. Rita ist nicht nur zugeschnitten, ja, es ist tatsächlich Eben echt. Photoshop, oder? Ja, es ist ja heute alles möglich, ja, Stimmt. aber nein, ihr seht, wir haben ist keine Kosten und Mühen gescheut. Ich bin jetzt extra hier, ich weiß gar nicht, wo steht da? Hier steht er mit dem Polizeihubschrauber eingeflogen. Also alles ist gut. Nee, sehr schön. Ja, wir machen uns hier jetzt noch ein bisschen eine schöne Zeit. Ja. Werden ein bisschen fachsimpeln über Lego und Konsorten, und dann werdet ihr vielleicht demnächst wieder neue Ideen sehen, die wir heute geschmiedet haben. Auf jeden Fall. Schaut, aufregend, ich habe so viel gesehen, ich kann mir ganz viel abgucken. Schaut auf jeden Fall am Kanal von diesem äußerst gut aussehenden jungen Mann vorbei, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Und dann würde ich sagen, viel Spaß weiterhin bei Lego und Co. Und wir sehen uns. Bis bald, Bis Leute. bald. Tschüss. Tschüss. Machen wir denn spontan oder so, ne? Ganz richtig, ja. So wie immer. Das zum Beispiel können wir schon fürs Outro nehmen. Ja, kannst du gerne machen. Okay. Kannst du dir vorstellen, wie Ich es hab mir ja gegangen gesagt, ist, wie ich schwanger war? Ich habe ja auch gesagt, eine Baseplate-Breite ist auch zu schmal. Ja. Ja.